Guten Tag, mein Name ist Clara. Ich habe seit 2 Tagen Hals- und Kopfschmerzen und möchte einen Termin vereinbaren. Okay. Guten Tag, mein Name ist Clara. Ich habe seit 2 Tagen Kopf- und Halsschmerzen und möchte einen Termin vereinbaren. Guten Tag, mein Name ist Clara und ich bin ein Termin und ich möchte Kopf- und Halsschmerzen vereinbaren. Ist Telefonieren für dich auch immer so stressig, vor allem auf Deutsch? Dann habe ich hier ein paar Tipps und Tricks und natürlich auch Redemittel für dich, die dir dabei helfen werden, das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen. Also, legen wir los. Vorab 2 wichtige Tipps. Vorschreiben und ChatGPT oder DeepL benutzen. Und das machen wir einfach nur, um die Nervosität zu mindern. Und daher empfehle ich dir, dein Anliegen auch immer zunächst auf ein Blatt Papier vorzuformulieren. Das mache selbst ich manchmal, wenn ich mehrere Informationen habe, die ich meinem Gesprächspartner so mitteilen möchte, dass er schnell versteht, worum es mir geht. Es hilft mir außerdem, meine Gedanken zu strukturieren und mir mehr Sicherheit zu geben. Und du musst dich übrigens heutzutage auch nicht mehr abmühen und deine Grammatik- und Wörterbücher wälzen, denn wir wissen ja, kein Mensch hat Zeit für so etwas. Du kannst Mittel nutzen, die dir zur Verfügung stehen. Zum Beispiel das Übersetzungsprogramm DeepL oder ChatGPT. Das spart vor allem Zeit und wenn du es mal eilig hast und ein wichtiges Telefonat führen musst, sind das wunderbare Hilfsmittel für dich. Und wenn du doch im Nachhinein lernen möchtest, was du da eigentlich gesagt hast am Telefon, kannst du die Sätze und Strukturen auch nach dem Telefonat noch einmal durchgehen und hinterfragen und im Grammatikbuch nachschlagen. Der zweite Tipp ist, einmal das, was man sagen möchte, vorher zu üben. Das heißt, vor dem Telefongespräch ein paar Mal einen Monolog laut aussagen mit dem Handy oder dem Telefon am Ohr. Simuliere also die Situation am Telefon einfach nach. So kann sich dein Gehirn auf die bevorstehende Situation einstellen bzw. sich daran gewöhnen. Und wenn du es mehrere Male geübt hast, wird das Gespräch auch viel entspannter. So, nun habe ich dir meine 2 wichtigsten Tipps für die Vorbereitung für ein Telefonat gegeben. Was aber sagen wir konkret während eines Telefongesprächs? Nun, natürlich kommt es auf das Thema und das Gespräch an, aber in offiziellen Telefongesprächen, zum Beispiel mit Behörden oder Institutionen oder Firmen, gibt es ein paar Redemittel, die dir helfen können und die vor allem häufig gebraucht werden. Dabei ist es immer sehr wichtig, dass wir uns besonders formell und natürlich auch höflich ausdrücken. Wir beginnen, wie du dir schon denken kannst, immer mit einer ganz kurzen und knackigen Vorstellung. Egal aus welchem Grund und bei welcher Institution wir anrufen, das machen wir immer so. Wir begrüßen die Person mit Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend, je nach Tageszeit, gefolgt von unserem Namen. Zum Beispiel, Guten Abend, Maxima Musterfrau am Apparat. Eine andere Möglichkeit wäre, Guten Tag, mein Name ist oder Guten Tag, hier spricht. Manchmal wirst du auch noch gebeten, je nachdem, wie kompliziert dein Name sich für deutsche Ohren anhört, ihn zu buchstabieren. Das kannst du entweder mit dem Alphabet ganz normal machen oder, wenn es ganz kritisch wird, mit dieser komischen Methode hier. Ich zum Beispiel muss das bei meinem Nachnamen öfter machen, weil die Gesprächspartner am anderen Ende des Telefons nie verstehen, ob ich ein E oder ein I sage oder ein O und ein U. Und falls du in die gleiche Situation kommst, bist du mit dieser Spezialtabelle wunderbar vorbereitet. Das Buchstabieren geht hier nämlich so. A wie Anton, B wie Bertha, C wie Cäsar, D wie Dora und so weiter. Bevor ich jetzt alles durchgehe, ist hier einmal die komplette Tabelle, die ich auch in die Videobeschreibung zum Herauskopieren aufgeschrieben habe.
Am besten, du druckst sie dir aus und klebst sie irgendwo, wo du sie gut siehst, wenn du telefonierst. Als nächstes können wir standardmäßig mit Folgendem anfangen. Ich rufe an, weil, und dann nennen wir den Grund für den Anruf. Zum Beispiel, weil ich einen Termin zur Blutabnahme brauche oder weil ich gerne wissen möchte, ob die inserierte Wohnung noch verfügbar ist. Oder weil ich einen Techniker brauche, der sich die Internetleitung anschaut, weil die Heizung defekt ist und so weiter. Alternativ wäre es auch möglich zu sagen, ich rufe wegen ... an. Nach wegen folgt dann der Genitiv. Also, ich rufe wegen der inserierten Wohnung an. Oder ich rufe wegen der defekten Heizung an. Ich rufe wegen der Stellenausschreibung an. Wenn es ein informelles Gespräch ist, dann darfst du in der Umgangssprache auch den Dativ nach wegen benutzen. Schöner ist jedoch der Genitiv. Übrigens, eine Alternative, die noch ein wenig höflicher und formeller klingt, ist, weswegen ich anrufe, Doppelpunkt. Oder ich habe folgendes Anliegen, Doppelpunkt. Weswegen ich anrufe. Ich habe eine defekte Internetleitung. Ich habe folgendes Anliegen. Vor einigen Tagen habe ich Ihnen meine Bewerbung für die Stelle als Grafikdesignerin zugesendet. Und ich wollte mich erkundigen, ob die Stelle schon vergeben ist. Im letzten Satz habe ich dir auch schon das nächste Redemittel verraten. Nämlich eins, das eine indirekte Frage einleitet. Zum Beispiel, ich wollte mich erkundigen. Bedeutet, ich wollte wissen, ich wollte danach fragen. Danach kannst du jede Frage stellen. Falls du übrigens nicht mehr genau weißt, wie man indirekte Fragen stellt, hier eine kleine Zusammenfassung. Startet deine direkte Frage mit einem W-Wort, dann wird das in der indirekten Frage übernommen. Also, direkte Frage, wann könnte ich vorbeikommen? Indirekte Frage, ich wollte mich erkundigen, wann ich vorbeikommen kann. Steht ein Verb am Anfang der direkten Frage, ist es also eine Ja-Nein-Frage, dann folgt bei der indirekten Frage nach dem Komma ob. Direkt, ist die Stelle schon vergeben? Indirekt, ich wollte mich erkundigen, ob die Stelle schon vergeben ist. Fängt die Frage wiederum mit einer Präposition an, so übernehmen wir diese auch in der indirekten Frage. Beispiel, direkte Frage, in welchem Raum findet der Termin statt? Indirekte Frage, ich wollte mich erkundigen, in welchem Raum der Termin stattfindet. Achtung, nach dem Komma haben wir einen Nebensatz. Das heißt, das Verb muss demzufolge immer am Ende des Satzes stehen. Also unbedingt merken. Wenn du weitere Fragen stellen möchtest, hast du auch noch diese einleitenden Sätze zur Verfügung. Könnten Sie mir sagen, ich wüsste gern oder ich hätte eine Frage bezüglich. Beim letzten Beispiel brauchen wir keinen Nebensatz, sondern wieder den Genitiv. Ich hätte eine Frage bezüglich der Wohnung in der Lessingstraße 4. Ist die schon vergeben? Nun haben wir die Begrüßung, die Vorstellung, den Grund unseres Anrufs und die Bitte um Informationen. Das Gespräch lief soweit also zu unserer Zufriedenheit. Was aber, wenn die Person am anderen Ende der Leitung zu schnell spricht oder die Verbindung schwach ist oder wir sie einfach akustisch nicht verstanden haben? Dann müssen wir natürlich nachfragen. Und hier sind ein paar Redemittel dafür. Entschuldigung, könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Verzeihung, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Könnten Sie das noch einmal sagen? Wie bitte? Ich fürchte, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Ich habe Sie akustisch leider nicht verstanden. Könnten Sie das wiederholen? Das waren jetzt sehr formelle Optionen. Diese werden auf jeden Fall als sehr höflich aufgefasst und du kannst sie ruhigen Gewissens benutzen. Falls du übrigens schon alles verstanden hast, dich aber noch einmal vergewissern möchtest, dass du es auch wirklich
richtig verstanden hast, kannst du auch das hier sagen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich soll meine Selbstauskunft und meinen Ausweis zur Besichtigung mitnehmen? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, muss ich die Selbstauskunft und meinen Ausweis zur Wohnungsbesichtigung mitnehmen? Und falls nun die Verbindung nicht stabil ist, haben wir folgende Optionen. Entschuldigen Sie bitte, aber die Verbindung ist ganz schlecht. Ich versuche es gleich nochmal. Tut mir leid, aber ich höre Sie so abgehakt. Ich rufe gleich nochmal zurück. Hallo, Ihr Empfang ist weg. Hören Sie mich? Ah, jetzt höre ich Sie wieder. Sie waren kurz weg. Wenn am Ende deine Fragen geklärt wurden und du zufrieden bist, kannst du das hier sagen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Auskunft. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Herzlichen Dank, Sie haben mir sehr weitergeholfen. Letzteres sagen wir vor allem, wenn es ein komplizierteres Anliegen war und du wirklich erleichtert bist, dass jemand dir helfen konnte. Und zum Schluss des Telefonats sagen wir ganz einfach Tschüss oder etwas formeller Auf Wiederhören. Tschüss! Auf Wiederhören! Was machen wir aber, wenn wir die Person, die wir sprechen möchten, nicht erreichen? Zum Beispiel, du rufst im Büro deines Ansprechpartners an, aber seine Sekretärin oder die Infozentrale geht ran und nicht die Person, die du eigentlich sprechen möchtest. Was du sagen kannst, nachdem du dich natürlich vorgestellt hast, wäre zum Beispiel, ist Herr Mustermann zu sprechen? Könnten Sie mich mit Herrn Mustermann verbinden? Ich würde gerne Frau Musterfrau sprechen. Falls der Anrufbeantworter übrigens dran geht, hast du diese Option. Guten Tag, Müller am Apparat. Ich rufe an, weil ich gerne einen Termin zur Blutabnahme vereinbaren möchte. Ich würde mich über einen Rückruf freuen. Meine Nummer ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guten Tag, mein Name ist Müller. Ich bitte um Rückruf. Es geht um einen Termin zur Blutabnahme. Meine Nummer ist 1, 2, 3, 4, 5. Und zum Schluss habe ich noch einen Extra-Tipp für dich. Das ist ein Trick, der auch dabei hilft, wenn du eine Präsentation halten musst, um deine Nervosität in den Griff zu bekommen. Und der Trick ist, sich selbst aus dem Fokus der Handlung zu nehmen und die Sache, die man erreichen möchte, in den Vordergrund zu stellen. Was das bedeutet? Wir alle machen uns viel zu viele Sorgen darum, wie die anderen uns sehen und was sie über uns denken. Wenn du aufhörst, dir darüber Gedanken zu machen und dir wichtiger ist, dass du am Ende des Gesprächs alle Informationen hast, die du brauchst, dann wird das Ganze viel einfacher sein. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, versuche ich mich immer in den ersten Minuten daran zu erinnern, warum ich das Ganze mache. Ich konzentriere mich auf die Menschen, für die meine Informationen aus der Präsentation relevant sind und wie sie diese für sich nutzen können. Beim Telefonat ist es so, dass du den Fokus einfach auf die Informationen legst, die du haben möchtest. Du möchtest nämlich mit deinem Anruf ein bestimmtes Ziel erreichen. Das ist also viel wichtiger, als einen Grammatikfehler zu machen. Am Ende des Gesprächs möchtest du mit den Informationen rausgehen, die dich interessieren und die dir im Leben weiterhelfen. Du siehst also, was wirklich relevant ist, wenn du mal genauer hinschaust, oder? Und wenn es dich beruhigt, selbst Muttersprachler sind manchmal nervös vor Telefongesprächen und müssen sich zum Teil auch Notizen machen. Telefonieren macht aber auch wirklich keinen Spaß. Also, du bist nicht alleine. Ich weiß, dass du das nicht oft genug zu dir selbst sagst, deshalb mache ich das jetzt. Du kannst stolz auf dich sein, wie weit du gekommen bist. Und wenn du es bis hierher geschafft hast, dann bekommst du auch ein Telefonat und noch vieles, vieles mehr hin. Ich glaube ganz fest daran. Folge mir gerne für mehr Videos und teile dieses gerne mit jemandem, von dem du denkst, dass es ihm oder ihr auch helfen könnte. Bis zum nächsten Mal.